Wer zu den Togian-Inseln in Indonesien möchte, muss sich Zeit nehmen. Die meisten Besucher reisen von Europa nach Bali und fliegen dann weiter zur Insel Sulawesi. Wir sind nach Gorontalo geflogen und haben dort auf die Fähre gewartet, die zweimal in der Woche Fracht und Passagiere zu den Togian-Inseln transportiert. Wenn wirklich alles gut läuft, ist man nach gut 3 Tagen und einer Nachtfahrt mit der Fähre am frühen Morgen am Ziel. Das Tor zu den Togian-Inseln ist der Ort Wakai auf der Insel Batu Daka. Wakai ist der zentrale Ort der Togian-Inseln. Hier wird Handel getrieben und die Inselverwaltung befindet sich im Ort. Im Hafen ist daher immer viel los. Passagier- und Frachtboote legen an und fahren ab. Von hier fahren Boote zu den anderen etwa 56 Inseln des Togian-Archipels. Schiffe werden beladen und entladen. Touristen, die angekommen sind, werden von den jeweiligen Ressorts hier abgeholt. Wer noch weiter zu einer der entfernteren Inseln will, steigt hier um und quetscht sich in eines der Zubringerboote zur nächsten oder übernächsten Insel. Irgendwann ist man dann aber endlich da. Auf den Togian-Inseln gibt es viele solcher einfacher Ressorts mit Hütten am Strand zwischen Palmen und davor das kristallblaue Meer. Wie überall in den Tropen kann es manchmal heftig regnen. Das hält aber nicht lange an und am Abend kann man dann spektakuläre Sonnenuntergänge bewundern. Am nächsten Tag starten wir unsere Erforschung der Unterwasserwelt der Togian-Inseln. Das gut 28 Grad warme Wasser ist voller Korallenfische und es gibt kaum Strömung. Die Inseln sind daher auch ein idealer Platz, um das Tauchen zu erlernen.
Leider haben die Togian-Inseln unter der Meereserwärmung in den vergangenen Jahren stark gelitten. Viele Hartkorallen, besonders im Flachwasser, sind abgestorben. Wir entdecken aber einige schöne Seeanemonen und darin verschiedene Anemonenfische. Ihre Anemonen haben sich zusammengezogen, sodass für die Clownfische nur wenig Platz zwischen den Fangarmen verbleibt. Sie wirken total hektisch, was aber typisch für Korallenfische ist. Chefin im Ring ist immer das größte Weibchen, das alle anderen Männchen in konstanter Unruhe hält. Erst wenn das Weibchen stirbt und der Stress für die anderen Anemonenbewohner nachlässt, entwickelt sich das größte Männchen der Gruppe zum neuen dominanten Weibchen. Ganz in der Nähe entdecken wir einen Kraken und nicht weit entfernt schaut eine Muräne aus einer Spalte im Riff. Da, wo etwas mehr Strömung ist, sieht man auch größere Fischschwärme. Einem der größten Barracuda-Schwärme kann man vor der Vulkaninsel Una Una begegnen. Wir machen einen Ausflug in tiefere Wasserschichten. Unterhalb von 20 Meter haben viele Hartkorallen die Bleiche überlebt. Hier sieht das Riff bei oberflächlicher Betrachtung noch ganz okay aus. Besonders die riesigen Röhren- und Trichterschwämme fallen ins Auge. Im strömungsarmen Wasser um die Togian-Inseln gedeihen diese Schwämme ganz prächtig.
Große Fische sieht man eher selten. Hier schwimmt ein junger Napoleon vorbei. Nebenan sieht man einen der selten gewordenen Büffelkopf-Papageienfische und ein Kugelfisch findet Schutz hinter einem Röhrenschwamm. Fast hätten wir diesen kleinen Sepia übersehen. Er versteht es, sich perfekt seiner Umgebung anzupassen. Besonders häufig sieht man Krokodilfische. Diese gut getarnten Lauerjäger liegen stundenlang bewegungslos im Riff, scannen mit ihren drehbaren Augen ihre Umgebung und schnappen dann im richtigen Moment zu. In den flachen, sandigen Partien sieht man viele Röhrenaale, die Plankton aus dem Wasser fressen. In einer Sandanemone haben sich viele transparente Garnelen gesammelt. Ganz in der Nähe suchen zwei Krabbenaugengrundeln nach Nahrung im Sand. Wie jeden Abend genießen wir den Sonnenuntergang auf der Terrasse unseres Bungalows.